Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Räder getestet, die sehr, sehr teuer waren. Von 4.500 € ging es los, über 6.000 € bis zu 8.500 €. Und einige von euch haben zu Recht gefragt, was es denn am anderen Ende des Spektrums gibt. Gibt es auch günstigere Räder, die ich mal testen könnte? Und ja, gibt es, denn heute geht es um das Vogue Carry 3. Und das ist das günstigste Lastenrad mit Mittelmotor, was ich gefunden habe, mit einem Preis von 2.400 oder 2.500 €, je nachdem, wo man guckt. Und heute wollen wir mal sehen, was so ein günstiges Lastenrad alles kann und ob man mehr ausgeben sollte oder ob das reicht. Ich habe das Vogue Carry 3 von Tina und Benedikt ausgeliehen. Das sind Eltern zweier Kinder, die das Lastenrad dafür nutzen wollten, um die Kinder zur Kita zu bringen oder zur Schule. Und seit einem halben Jahr fahren sie etwa damit durch Lübeck. Interessanterweise ist Benedikt der Bruder von Henning. Und Hennings Bullet habe ich euch im letzten Jahr immer vorgestellt. Das ist eines meiner beliebtesten Videos. Und es ist echt erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich Hennings Bullet zu diesem Lastenrad ist. Moin, ich bin der Ergänzungstillmann. Ein Fahrrad wie dieses muss immer gut abgeschlossen sein. Aber wenn es doch mal geklaut wird, dann hilft eine gute Versicherung. Deswegen arbeite ich mit helden.de zusammen. Die bieten nämlich neben einer Hausrat- und einer Haftpflichtversicherung auch ganz neu eine Fahrrad- bzw. E-Bike-Versicherung an mit einer richtigen Vollkasko. Wenn ihr den Link unten in der Beschreibung folgt, dann bekommt ihr dauerhaft einen Monatsbeitrag auf euren Versicherungsbeitrag geschenkt. Vielen Dank an helden.de für den Support. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. In diesem Video wollen wir uns das Vogue Carry 3 einmal angucken. Ich nenne euch die Daten und Fakten, dann wollen wir mal kurz auf die Details und Features eingehen und dann werden wir auch eine Runde damit drehen. Und meine Tochter ist dabei, deswegen bin ich ab und zu ein bisschen abgelenkt. Das Vogue Carry 3 ist ein Dreirad mit Drehschemellenkung. Das heißt, wir haben zwei Räder vorne, ein Rad hinten und die Lenkung befindet sich direkt unter der Box und wird über eine Mittelachse gelenkt. Der Vorteil eines solchen Lastenrades ist natürlich, dass es a. nicht umkippen kann, wenn man einfach darauf sitzt und an der Ampel zum Beispiel steht, und die Box ist sehr, sehr groß. Die Firma Vogue hat es sich zur Aufgabe gemacht, besonders günstige Lastenräder anzubieten. Und sie haben auch das Vogue Carry 2 im Angebot. Das ist ein Long John, also ein einspuriges Lastenrad mit einem kleinen Rad vorne, die Ladefläche in der Mitte und einem großen Rad hinten. Gemein haben die Räder von Vogue, dass sie alle einen Mittelmotor haben. Normalerweise erwartet man in der Preisklasse zwischen 2.000 und 3.000 € nicht unbedingt einen Mittelmotor, sondern eigentlich eher einen Front- oder Hecknabenmotor. Hier ist jetzt der Bafang M400 Mittelmotor verbaut und ist ja auch ganz gut in den Rahmen integriert. Das sieht alles passend aus und die Schweißnähte, das sieht jetzt alles etwas hemdsärmelig aus, aber das Ganze fühlt sich schon sehr stabil an. Das ist ein 250 Watt Motor, der 80 Newtonmeter Drehmoment auf die Kette bringt, also wirklich eine ganze Menge. Das Ganze wird dann gekoppelt mit einer Shimano Nexus 7-Gang-Nabe, einer 481 Wattstunden Batterie hier hinten unter dem Gepäckträger. Gesteuert wird das Ganze dann hier oben mit diesen Tasten und diesem Display. Das sieht alles nicht sonderlich modern aus, aber tut seinen Zweck. Hier haben wir dann einen klassischen Drehschalter, um die 7 Gänge durchzuschalten, eine kleine Klingel, und das wäre es alles so zu dem Antrieb. Bei den Bremsen kommt Gemischware zum Einsatz. Wir haben vorne mechanische Scheibenbremsen, links und rechts, jeweils mit 160 mm Scheibe, und hinten haben wir eine Rollenbremse. Mechanisch heißt natürlich, dass wir hier Bordenzüge haben, die von dem Bremshebel nach vorne gehen und von diesem Bremshebel nach hinten gehen. Die Konzeption der Bremse verspricht jetzt keine sonderlich große Bremskraft, aber wir werden mal sehen, wie gut das schwere Fahrrad dann doch zum Stehen bringt. Das Fahrrad darf vorne mit 100 Kilo beladen werden. Das maximale Fahrergewicht ist nicht angegeben, aber das ist alles schon relativ stabil gebaut, sodass ich da Vertrauen habe, dass es mich hält und auch noch eine Person da vorne drin. Bei der Beleuchtung haben wir zwei LED-Leuchten, die hier vorne unter der Ladefläche montiert sind. Das ist natürlich sehr, sehr tief. Ich kann jetzt auch durch die Natur der Sache nicht unbedingt testen, wie hell die Beleuchtung ist, aber 2 Lampen sind schon mal besser als eine. Sie könnten aber durchaus etwas höher montiert sein, damit man auch besser gesehen wird. Als Rücklicht haben wir dann eine LED hier in dem Batteriepack
und die komplette Beleuchtung wird auch durch die große 481 Wattstunden Batterie gespeist. Der Rahmen des Vogue Carry 3 besteht komplett aus Aluminium. Wir haben hier sehr dicke Rohre, auch hier ganz außergewöhnlich, ganz hübsche Rohrform eigentlich. Dann hier ein modernes Ausfallende und hier kann man sehen, das ist wirklich sehr, sehr dickes Material. Also das fühlt sich sehr, sehr stabil an. Dann hier die Schweißnähte habe ich schon erwähnt. Das ist alles nicht ultra sauber, aber die Beschichtung zum Beispiel, dieses matt schwarz, das sieht ganz gut aus. Das Vogue Carry 3 ist dann auch nur in dieser einen Farbe verfügbar. Wir haben vorne dann diese große Holzbox in Naturfarben und was dann ein ganz nettes Gimmick ist, aber natürlich farblich nicht so hundertprozentig passt, sind diese braunen Räder, sind aber dann hier mit solchen Reflektorstreifen ausgestattet, also dass man auch dann ganz gut gesehen wird. Ein nettes Detail, finde ich, hier bei dem Fahrrad ist, dass trotz des günstigen Preises hier eine einseitige Aufhängung der Vorderräder vorhanden ist, sodass man zum Beispiel auch in einer Panne oder bei einer Panne einfach die Reifen oder beziehungsweise den Schlauch wechseln kann. Als Lenker kommt jetzt hier ein klassischer Bügel zum Einsatz, der auf zwei Seiten hinten mit der Box verbunden ist und dann auch ein Teil der Rahmenkonstruktion bildet. Das geht hier so rein. Die Bremsen sind dann auch mit einem Feststellmechanismus ausgestattet, sodass man keinen Ständer braucht oder keine zusätzliche Feststellbremse, sondern die Bremsen, die halten das Rad halt sicher. Und es kann dann auch nicht weggeschoben werden und rollt auch nicht weg. Das Regenverdeck macht auch einen ganz guten Eindruck. Es kommt viel Licht rein. Es ist vielleicht etwas dünn und die Dauerhaltbarkeit ist fraglich. Das Vogue Carry 3 ist mit 4 Sitzplätzen ausgestattet, die jeweils mit dicken 3-Punkt-Gurten befestigt werden. Die Gurte, das gefällt mir ganz gut. Die werden mit so einem Schnappmechanismus, das könnt ihr hier vorne sehen, so einem Schnappmechanismus gelöst und wieder reingesteckt. Und hier haben sie dann noch so eine kleine Polsterung eingesetzt, damit die Kinder noch mal etwas mehr Komfort haben. Standardmäßig ist das nämlich eine ganz normale Holzunterlage, also hier noch mal ein bisschen mit einer leichten Prägung, aber generell ist das einfach nur Holz. Die Rückenlehne, das ist schon relativ niedrig. Die Kinder gucken hier dann, beziehungsweise der Oberkörper der Kinder guckt hier relativ weit raus. Wenn das Regenverdeck hier montiert ist, kann man aber auch sehen, dass hier solche stabilen Stangen befestigt werden, die das Regenverdeck an Ort und Stelle halten. Dann kann man das Verdeck hier auch noch so ein bisschen arretieren, um dann mit geöffneten Seiten zu fahren. Hier vorne die Sitzbank, die ist noch mal ein bisschen niedriger, also die ist dann wirklich nur für kleinere Kinder geeignet. Und Benedikt hat mir erzählt, sie sind damit auch schon ein paar Mal zu dritt unterwegs gewesen, auch mit dem 7-Jährigen. Dann wurde es aber schon relativ kuschelig. Also wenn man zu viert fahren möchte, dann ist da am Ende dann doch nur noch sehr wenig Platz. Die Box macht insgesamt einen guten Eindruck. Also das ist hier natürlich Holz, aber das ist stabil gefertigt. Die Außenflächen sehen gut aus. Das Rad war jetzt ein halbes Jahr im Gebrauch. Benedikt hat mir erzählt, dass er die ein oder andere Schraube hin und wieder mal nachziehen musste, aber das hätte sich jetzt alles gesetzt. Auf Dauer muss man natürlich trotzdem hier darauf aufpassen, muss man regelmäßig das Holz so ein bisschen bearbeiten, damit man da möglichst lange dran Freude hat. Aber auch was die Verbindungspunkte angeht und was ich jetzt entdeckt hatte beim Fahren her, fühlt sich das schon recht stabil an. Ein paar weitere Punkte werden wir gleich sehen, wenn wir das Rad einmal fahren. Aber was ich schön finde, also das ist hier keine gerade Holzbox, sondern hier ist das Holz schön geschwungen auf der Innenseite, sodass die Kinder so ein bisschen mehr Komfort haben, wenn sie sich dann so ein bisschen an die Seite anlehnen. Wir haben hier dann noch Trittflächen, damit die Kinder selber einsteigen können. Hier dann solche Griffe, damit sie reingehen können. Also insgesamt eine ganz gut durchdachte Box. Auch optisch muss ich insgesamt sagen, dass das Fahrrad nach mehr aussieht als nach 2.500 €. Ich habe aber trotzdem den einen oder anderen Punkt entdeckt, der nicht ganz so gut ist. Der bezieht sich aber hauptsächlich aufs Fahren und wie das Vogue Carry 3 fährt. Das wollen wir gleich mal sehen. Ich werde jetzt alles hier vorne reinpacken, mein Kind, das ganze Equipment, und dann werden wir mal eine Runde damit drehen. So, es ist alles eingepackt. Wir haben jetzt hier den Motor. Wir schalten das Rad mal an mit dem Einschalten-Button. Muss man wahrscheinlich stärker drücken oder länger oder noch länger. Genau, ein langer Druck. Und dann schaltet sich der Motor ein. Und was jetzt hier beim Rangieren zuallererst mal auffällt, ist, dass das Drehen des Lenkers schon sehr, sehr schwergängig ist. Hier unten ist ein kleiner Dämpfer verbaut, der die Bewegung ein bisschen abfedert. Wirklich sehr schwergängig, wenn man damit rangieren möchte und dann irgendwie noch Kinder oder Gepäck da vorne drin ist, dann ist das nicht ganz einfach.
Die Sattelhöhe ist auch nicht ganz richtig für mich. Da muss einfach eine längere Stütze rein. Ein Problem, das ich bei einigen Lastenrädern habe. Aber jetzt so insgesamt steht das Rad ganz gut da. Vorne ist alles drin, ist auch noch sehr, sehr viel Platz drin. Und wir steigen jetzt mal auf und legen los. Natürlich, wie das so unsere Art ist, schalten wir in die höchste Unterstützungsstufe. Es gibt 5 Unterstützungsstufen und aus. Wir sind im ersten Gang und wir legen einfach mal los. In der stärksten Unterstützungsstufe. Das Problem bei Dreirädern mit Drehschemellenkung, bei rumpeligen Straßen rumpelt das ganze Fahrrad hin und her. Die Übersetzung ist meiner Meinung nach gelungen. Also man braucht schon die komplette Bandbreite zwischen 0 und 25 km/h. Das ist gut, weil dann der Motor optimal genutzt werden kann. Und auch hier wieder leicht abschüssiger Weg. Das heißt, man muss mit dem ganzen Oberkörper dagegen arbeiten, dass das Rad irgendwie zu einer Seite kippt. Es ist bei Dreirädern mit Drehschemellenkung einfach so, dass man sehr viel aktiver auf dem Rad sitzen muss, um Unebenheiten auf der Straße auszugleichen. Und auch hier wieder bei einem solchen Weg, da ist der Oberkörper die ganze Zeit in Bewegung. Aber hält ja auch warm, ne? Also der Motor läuft ein bisschen nach. Wenn man aufgehört hat zu treten, dann läuft er ein bisschen nach und er braucht halt eine Gedenksekunde, bis er loslegt, bis er unterstützt. Aber die Unterstützung, die ist ganz gut. Also man ist relativ schnell für so ein schweres Fahrrad auf den 25 km/h. Und die Geräuschkulisse des Motors ist sehr angenehm. Ja, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man die Kurven sehr langsam nimmt, dass man immer so ein bisschen kippt. Auch wenn der Rahmen, also der Rahmen, auf dem man sitzt, sich in die Kurve neigt, in die man gerade fährt. Aber das ist natürlich nicht genug, um diesen Effekt auszugleichen. Und wir haben jetzt hier eine glatte Strecke, die ist auch trocken. Wir haben 25 km/h und wir machen jetzt mal Vollbremsung ab da vorne. Ja, das ist das Problem bei solchen Bremsen. Es ist einfach keine gute Bremse. Die Scheibenbremsen vorne, das fühlt sich nicht an, als ob es so richtig verzögert. Und wir haben hier angefangen zu bremsen und da vorne steht das Fahrrad. Das sind aus 25 km/h gute 6 bis 8 Meter Bremsweg. Das ist natürlich deutlich zu viel. Also da sind bessere Bremsen dringend erforderlich. Denn auch die Griffe, die lassen sich sehr, sehr schwer ziehen, bis sie zu dem Punkt kommen, dass man tatsächlich bremsen kann. Und auch keins der 3 Räder hat zu irgendeinem Zeitpunkt blockiert. Also 25 km/h würde ich mit dem Rad nicht unbedingt dauerhaft fahren, denn gerade mit Kindern ist das ein Problem, wenn man dann stark bremsen muss und das Rad wirklich 6 Meter braucht, um zum Stehen zu kommen, dann ist man tendenziell schon 2 Meter in das Hindernis reingefahren und das ist natürlich nicht gut. Da muss man einfach sehr umsichtig fahren, sehr aufmerksam fahren und im Zweifel halt deutlich langsamer fahren, als es möglich wäre. Diese Schwergängigkeit des Dämpfers ist gerade bei höheren Geschwindigkeiten aber gut, weil man dann nicht so in die Gefahr kommt, dass man den Lenker irgendwie verreißt. Bei langsamer Fahrt oder beim Rangieren ist das allerdings schon eine Qual. So, das ist jetzt mein Fahreindruck zum Vogue Carry 3. Ich muss sagen, ich bin nicht überrascht darüber, wie ein Dreirad mit Drehschemellenkung fährt, denn ich kenne das schon zur Genüge. Ich bin schon genug Dreiräder mit Drehschemellenkung gefahren. Es gibt ein paar Dinge, die mich positiv überrascht haben und ein paar Dinge, die mich negativ überrascht haben. Wir fangen mal mit den negativen Dingen an. Negativ ist die Bremse. Also 6 bis 8 Meter Bremsweg aus 25 km/h, das ist nicht zeitgemäß, das ist gefährlich auch geradezu. Aber es gibt einen Anbieter aus Deutschland, der das Vogue Carry 3 auch gleich auf hydraulische Scheibenbremsen umbaut. Das ist Fahrradass und dann kostet das Vogue Carry 3 2.749 €, hat dann aber hydraulische Scheibenbremsen vorne und das ist ein Update, was ich definitiv umsetzen würde. Entweder direkt dann bei dem Hersteller bestellen oder selber den Umbau auf hydraulische Scheibenbremsen machen. Ansonsten kostet das Vogue Carry 3 in 2021 2.599 €. Das ist jetzt so der Preis, also zwischen 2.500 und 2.600 € pendelt das so ein bisschen hin und her. Und das ist, finde ich, für das Gebotene schon ein echt guter Preis. Qualitativ steht es anderen Anbietern in nichts nach.
Natürlich muss man ein paar Dinge immer wieder nachziehen, aber das muss man bei anderen Lastenrädern auch. Wenn man zum Beispiel an Baboo denkt oder an Bugfeeds, da muss man auch regelmäßig die Verbindung nachziehen, besonders was das Holz angeht. Allerdings hat mich das Fahrrad insgesamt doch positiv überrascht, denn die Verarbeitungsqualität, die ist ausreichend gut. Der Motor ist kräftig genug, das macht schon Spaß und auch diese schön gestaltete Box hier vorne, das finde ich wirklich schön. Also es ist ein schönes, klassisches Dreirad mit Drehschemellenkung. Beim Fahren muss man natürlich immer aufpassen, da muss man sehen, ob man wirklich mit einem Dreirad mit Drehschemellenkung fahren möchte. Das ist weniger einfach, als man sich das vorstellt. Man muss schon wirklich auch so ein bisschen umdenken beim Rangieren, beim Fahren. Ja, für wen ist das Vogue Carry 3 jetzt am besten geeignet? Ich würde mal sagen, für Familien, die wenig Geld haben oder erstmal einen Einstieg in die Welt der Lastenräder bekommen können. Denn so ein Fahrrad ist in den meisten Fällen erst die Einstiegsdroge, wo man dann merkt, ob man so ein Lastenrad überhaupt braucht oder nicht braucht. Allerdings darf man sich auch nicht zu viel davon versprechen, denn es ist kein Premium-Lastenrad. Es werden hier Probleme bei den Komponenten etc. auftauchen. Das ist leider bei dem Preis nicht anders möglich. Aber für den Anfang, um so ein Geschmäckle für das Lastenrad zu bekommen, ist das sicherlich ein guter Einstieg. Und auch gerade im Vergleich zu Mitbewerbern ist das hier schon ziemlich cool, dass bei dem Preis von 2.600 € ein Mittelmotor verbaut ist und kein Hecknabenmotor, sondern halt wirklich auch ein Bafang. Kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Man ist so gepolt auf Bosch oder Yamaha oder Shimano. Aber Bafang ist ein riesiger Hersteller, die auch echt viel Erfahrung haben mit E-Bikes. Und das ist definitiv kein Nachteil, dass dieses Fahrrad einen Bafang-Motor hat. Ja, was haltet ihr von dem Vogue Carry 3? Würdet ihr auch so ein Fahrrad im Alltag fahren wollen oder sagt ihr, lieber doch ein bisschen mehr Geld ausgeben und dann aber vielleicht noch ein bisschen was anderes bekommen? Oder würdet ihr sagen, lieber doch in die Premium-Schublade greifen, besonders dann, wenn zum Beispiel Fahrradleasing oder Finanzierung oder Ähnliches im Spiel ist? Sagt es mir unten in den Kommentaren. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann. Tschüss.